Viele Auswanderer gründen eine amerikanische LLC, nicht zuletzt, weil sie auch aus Vermögenssicherungsgesichtspunkten eine gute Rechtsform ist. Dass es aber hier besonders auf den Bundesstaat ankommt und warum Florida-LLCs besonders schlecht sind in puncto Vermögensschutz, das werde ich dir in diesem Video einmal im Detail erklären. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache: Wenn auch du ausgewandert bist oder eine Auswanderung planst und in diesem Rahmen eine amerikanische LLC gründen möchtest, können wir dich dabei natürlich umfassend unterstützen. Wir bieten LLC-Gründungen in allen 50 US-Bundesstaaten an. Natürlich auch in jenen, die attraktiv sind für den Vermögensschutz. Wir haben ein rundum sorglos Paket, da ist alles drin enthalten, von der amerikanischen Kontoeröffnung bis zur Beantragung der Steuernummer und auch deiner persönlichen US-Steuernummer. Ebenso wie natürlich Firmensitz, Einreichung der sogenannten Mini-Steuererklärung für die LLC und die gesamte deutschsprachige Unterstützung und Support für ein Jahr auf Deutsch, direkt von unserem Büro in Austin, Texas. Und wenn du willst, kannst du gerne auch an unserer LLC Masterclass in Edinburgh teilnehmen, die wir dort regelmäßig veranstalten. Dort erklären wir dir in 1,5 Tagen ganz genau, wie die LLC funktioniert und befassen uns natürlich auch mit dem Thema Vermögensschutz. Alle Teilnehmer an dieser Veranstaltung bekommen von uns eine LLC inklusive einjähriger Betreuung geschenkt im Wert von $2.500. Auch dazu alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema, die LLC. Sie ist eine sehr beliebte Rechtsform und viele von euch werden sich sicherlich damit schon befasst haben oder haben vielleicht auch eine gegründet. Alle 50 US-Bundesstaaten bieten die LLC-Gründung an. Daneben natürlich auch der District of Columbia und Puerto Rico. Für alle LLCs mit nur einem Gesellschafter gilt, solange sie keine Betriebsstätte in den USA haben und keine sowieso in den USA steuerpflichtigen Einkünfte, sagen wir zum Beispiel einmal Mieteinnahmen, sind die LLC-Gewinne in den USA nicht steuerpflichtig. Wenn du also nun nicht mehr in Deutschland, Österreich oder der Schweiz wohnst, sondern in einem steuerlich besonders attraktiven Land oder vielleicht auch wenn du digitaler Nomade bist, dann kannst du also so ein Unternehmen haben, das überhaupt keine Steuern bezahlt. Nicht nur das, die LLC hat natürlich auch noch andere Vorteile. Es gibt keine Buchhaltungspflicht, du musst keine richtige Steuererklärung einreichen. Die LLC kann komplett anonym gegründet werden. Du musst keine Bilanzen einreichen. Du kannst in den USA und Europa Konten eröffnen. Alles in allem also eine feine Sache. Viele unserer Mandanten, die keine eigenen Rentenansprüche haben, weil sie zum Beispiel Unternehmer waren, nutzen zum Beispiel die LLC, um sich eine kleine Betriebsrente auszubezahlen und sich damit dann für die sehr einfach zu erhaltenden Rentnervisa in vielen Ländern zu qualifizieren. Wie gesagt, auf unserer Webseite nullsteuer.llc findest du viele weitere interessante Details rund um die LLC und zu den Punkten, die ich gerade angesprochen habe. Natürlich gibt es auch bei der LLC gewisse Dinge zu beachten. Auch dort gibt es Einschränkungen, die man kennen muss. Wir haben ja schon einige Videos dazu gemacht. Auch dazu viele Infos auf unserer Webseite. Schau dir das am besten mal an, wenn es dich interessiert. Einer von mehreren Gründen, sich für eine amerikanische LLC zu entscheiden, ist für viele unserer Mandanten der Wunsch, diese für die Sicherung des eigenen Vermögens zu verwenden. Wie ich vorhin bereits gesagt habe, kann man die LLC komplett anonym gründen. Das hängt vom einzelnen Bundesstaat ab. Man kann also nicht von außen einsehen, wer Gesellschafter der LLC ist oder Geschäftsführer. Weil eben auch keine Zahlen veröffentlicht werden müssen und es in den USA kein Transparenzregister gibt, ist die LLC sozusagen komplett nach außen hin abgeschottet. In ihr kann man ein riesiges Vermögen ansammeln, ohne dass das in irgendeiner Weise dann nach außen tritt. Und es ist sogar tatsächlich so, dass selbst der Bundesstaat, wo diese Gesellschaft gegründet wird, letztlich nichts davon weiß, was die Gesellschaft wirklich hat. Selbst in der Mini-Steuererklärung, die du an die IRS einreichen musst, das wir natürlich für dich übernehmen als Teil unseres Servicepaketes, wird zum Vermögen der LLC nichts gesagt. Der Einzige, der also etwas vom Vermögen der Gesellschaft weiß, bist im Zweifelsfall du, deine Bank und eben zum Beispiel Familienmitglieder von dir. Ich könnte also Vermögen an die LLC übertragen. Vorsicht bitte, Schenkungssteuer beachten in Deutschland, von der bist du auch noch betroffen, 5 Jahre nach Wegzug, wenn du deutscher Staatsbürger bist. Also das müsstest du möglicherweise über ein Darlehen dann zum Beispiel organisieren. Du kannst zum Beispiel ein Aktiendepot mit der LLC verwalten und dieses Depot wächst dann innerhalb der LLC. Das Vermögen ist nicht in deinem eigenen Namen. Du kannst die Anteile an der LLC sehr einfach übertragen an Dritte. Hier braucht es keinen Notar oder sowas. Die LLC kann Immobilien besitzen, Edelmetalle, Krypto und sonstiges Vermögen.
Sie ist also diesbezüglich komplett flexibel. Ich schildere das jetzt natürlich sehr vereinfacht, ja. Nicht alles, was möglich ist, macht auch Sinn. Ob es jetzt Sinn macht, zum Beispiel mit einer amerikanischen LLC eine deutsche Immobilie zu halten, das würde ich jetzt eher in Frage stellen. Und übrigens muss man natürlich auch immer die amerikanische Erbschaftssteuer berücksichtigen, wenn die LLC amerikanische Assets hält, wie zum Beispiel amerikanische Immobilien und amerikanische Aktien. Aber sagen wir mal, davon abgesehen ist die LLC für das Thema Vermögensschutz natürlich durchaus sehr interessant. Und hier spielt natürlich auch das amerikanische Recht eine Rolle. Und das ist im Grunde genommen in fast allen Bundesstaaten so. Wenn die LLC Vermögen hat und du selbst gerätst in eine finanzielle Schieflage, sagen wir mal, du musst Privatinsolvenz anmelden oder es kommt zu einem Haftungsfall, du wirst verklagt, dann hat der Kläger und auch der Insolvenzverwalter keine Möglichkeit, an das Vermögen der LLC heranzutreten. Das heißt, es gibt eigentlich keine Durchgriffshaftung. Selbst wenn du insolvent bist und du hast in dieser LLC Vermögen drin oder betreibst damit ein Business, dann kann letztlich dich ein Insolvenzverwalter oder ein Kläger nicht daran hindern und kann dich nicht zwingen, dieses aufzugeben und zum Beispiel dein Unternehmen zu verkaufen oder zu liquidieren, um ihn dann auszubezahlen. Das Einzige, was das amerikanische Recht hier vorsieht, ist eine sogenannte Charging Order. Ein Gericht kann also die LLC dazu zwingen, dass zum Beispiel Gewinnausschüttungen direkt an deine Gläubiger fließen. Aber da du Eigentümer der LLC bist, kannst du ja selbst entscheiden, wann eine solche LLC Gewinne ausschüttet. Das kann dich zum Beispiel nicht daran hindern, deiner Frau oder anderen Personen ein Gehalt zu bezahlen. Das kann dich auch nicht daran hindern, Vermögen in der LLC dann zu verkaufen. Wie gesagt, in einer solchen Situation dürfte das Ganze dir nicht zufließen, aber vom Zufluss einmal ausgenommen hat im Grunde der Gläubiger keine Möglichkeit, an dein Vermögen zu kommen, dir die Anteile an der LLC zum Beispiel wegzunehmen und diese dann zu Geld zu machen. Das ist also die Standardsituation bei eigentlich fast allen LLCs in den Vereinigten Staaten. Jetzt müssen wir aber einmal über die sogenannte Single-Member LLC sprechen. Und wenn wir von einer steuerfreien LLC sprechen, dann reden wir immer von einer Single-Member LLC. Also eine LLC, die nur einen Gesellschafter hat. Hat eine LLC nämlich mehrere Gesellschafter, dann gilt nicht, was ich zu Eingang gesagt habe. Dann muss sie ganz normal in den USA eine Steuererklärung einreichen. Ob dann Steuern fällig werden, ist eine andere Frage. Es gibt eine Buchhaltungspflicht. Es gibt Belegaufbewahrungspflicht. Das heißt im Grunde nur die Single-Member LLC ist eine sogenannte Exempt LLC, eine sogenannte Disregarded Entity. Nur mit ihr ist im Grunde diese extrem einfache Verwaltung erst möglich. Und hier scheiden sich jetzt zum Teil auch in den USA die Geister. Bietet eine Single-Member LLC tatsächlich den gleichen Haftungsschutz und den gleichen Vermögensschutz wie eine Gesellschaft mit mehreren Gesellschaftern? Oder ist eine Single-Member LLC vielleicht viel eher ein Einzelunternehmen und deswegen gibt es im Grunde genommen keinen Haftungsschutz und auch keinen Vermögensschutz. Wie gesagt, bei den meisten Bundesstaaten wird hier nicht näher unterschieden, wenn es um das Thema Charging Order geht. Das heißt, dort steht im Gesellschaftsrecht, das ja auf Bundesstaatsebene definiert wird, nicht spezifisch, wie sich das Thema Charging Order bei Single-Member LLCs oder bei Multi-Member LLCs verhält. Der einzige Bundesstaat, der hier eine Ausnahme macht, ist Wyoming. Und Wyoming ist deswegen der beste Bundesstaat, wenn es dir um das Thema Vermögensschutz geht. Im Bundesstaat Wyoming steht nämlich explizit im Gesellschaftsrecht, dass die Charging Order Regelung, die ich dir vorhin genannt habe, dass die Gläubiger nicht an das Vermögen der Gesellschaft kommen, auch für Single-Member LLCs gilt. Nicht eben nur für Multi-Member LLCs. Und warum ist das jetzt wichtig, fragst du dich vielleicht, dass Wyoming das eben so regelt und hier ganz spezifisch auch die Single-Member LLC hervorhebt? Nun, der Grund ist ganz einfach. Im Jahre 2010 gab es ein Urteil in Florida, am obersten Gerichtshof von Florida. Und nach diesem Urteil ist keine Charging Order mehr notwendig, damit Gläubiger an das Vermögen der Florida LLC kommen. Hier kann also der Gläubiger jetzt direkt auf das Vermögen der LLC zugreifen. Er kann nicht nur die Ausschüttungen abschöpfen, sondern du wirst im Grunde von Gerichts wegen gezwungen, deine LLC aufzugeben und das ganze LLC-Vermögen geht direkt an den Gläubiger über. Lass uns hierzu kurz folgenden Artikel anschauen. Also, hier eben von 2010, Florida Supreme Court rules that single-member LLCs are not asset protected. Single-member LLCs have been thought to provide double protection against creditors. First, the creditor of the LLC is not able to reach the other assets of the member. Second, a creditor of the sole member of the LLC was thought only to be able to obtain a charging order against the membership interest in the LLC.
That means the rights to any distribution from the LLC. Also eben genau das, was wir gerade eben gesagt haben. Der doppelte Haftungsschutz der LLC. Kommt es in der LLC selbst zum Haftungsfall, dann haftet der Gesellschafter nicht mit dem Privatvermögen. Das kennen wir ja auch von der deutschen GmbH. Aber eben auch die vorhin erwähnte Möglichkeit, ausschließlich per Charging Order an das Vermögen der LLC heranzukommen, wenn es beim Eigentümer der LLC selbst zum Haftungsfall kommt oder eben zum Insolvenzfall. On June 24th, 2010, the court held that a judgment creditor of the sole member of an LLC is not required to seek a charging order against the LLC interest as its sole remedy. Rather, a court can force the member to surrender all its rights, title and interest in the LLC to satisfy the judgment. This would allow the creditor to seize the LLC's assets in order to satisfy the judgment. Also ein Gericht kann den Eigentümer der LLC dazu zwingen, dass er den Anteil an seiner Gesellschaft an den Gläubiger übergibt. Ihm gehört dann die Gesellschaft und er kann sie dann entsprechend nach seinen Wünschen und Bedürfnissen liquidieren. Na, das ist natürlich ein ganz schöner Hammer, denn die Florida LLC ist natürlich eine sehr beliebte LLC. Wir haben auch etliche Mandanten, die eine LLC in Florida gründen. Es kommt eben hinzu, dass bei der LLC in Florida auch keine Anonymität gegeben ist. Das heißt, es ist im Grunde genommen ersichtlich, wer hinter dieser LLC steht, was natürlich für die Gläubiger nochmals einfacher macht. Jetzt kann man natürlich argumentieren, okay, Vermögensschutz ist mir sowieso nicht wichtig, ich baue da eh kein Vermögen in der LLC auf. Das ist ein guter Punkt. Wenn du das sowieso nicht tust, dann kannst du ja auch einfach eine Florida LLC weiter gründen. Kommt es dir aber spezifisch auf den Vermögensschutz an, dann ist die LLC in Florida keine gute Lösung. Das muss man ganz klar sagen. Übrigens hat dann der Gesetzgeber in Florida 2013 reagiert. Er hat dann ganz explizit im Gesellschaftsrecht geregelt, dass dieses Urteil nicht für Multimember LLCs gilt, also für jene mit mehreren Gesellschaften, aber für LLCs mit nur einem Gesellschafter. Dort gilt das Urteil nach wie vor. Und das immer, wenn es dem Gläubiger nicht möglich ist, seine Forderungen über die Charging Order entsprechend durchzusetzen, dann kann er, wie gesagt, die LLC auf sich übertragen lassen durch ein Gericht und ist dann im Besitz der gesamten Assets dieser LLC. Also, ich hatte ja schon gesagt, Wyoming ist hier besonders gut, was die Asset Protection anbelangt. Es gibt noch ein paar andere Staaten, die auch sehr gut sind. Details dazu findest du auf unserer Webseite nullsteuer.lc. Dort kannst du dir alle Bundesstaaten anzeigen lassen, die in puncto Asset Protection interessant sind. Wie gesagt, wenn auch du eine LLC gründen möchtest, unterstützen wir dich gerne dabei. Ich bin 2008 in die USA umgezogen. Unser Office ist in Austin, Texas und wir betreuen seitdem Mandanten, die amerikanische Firmen gründen, die in die USA auswandern, die ein amerikanisches Visum oder eine Green Card benötigen. Wenn du also ausgewandert bist und auch du eine steuergünstige Rechtsform benötigst, buche gerne ein Beratungsgespräch oder komm zu einem unserer Events. Oder wenn du sowieso schon weißt, dass du eine LLC gründen möchtest, dann mach es am besten direkt über unsere Webseite. Nicht nur gibt es ein umfangreiches Servicepaket, wie ich es vorhin schon gesagt habe, sondern du wirst auch automatisch Mitglied unseres New Horizons Clubs. Mit in diesem Club enthalten sind zum Beispiel regelmäßige Beratungsgespräche mit meinen Kollegen und mir an den sogenannten Call-in-Days, aber auch dazu eben alle weiteren Details auf unserer Webseite. In diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.